Hallo, grüß euch, das ist der Florian vom Bora. Heute geht es in diesem Video um unser Gaskochfeld, und speziell dabei um das Professional Gaskochfeld. Und ich will euch da nur zeigen, wie tauschen wir einen Gasdüsensatz und warum müssen wir ihn überhaupt tauschen. So, wie ihr wisst, manche Kunden haben einen Festgasanschluss in ihrem Haus und manche Kunden entscheiden sich für eine Flüssiggassituation, also Propan oder Methan, das in einer Gasflasche im Küchenbereich platziert ist. In den meisten Situationen werdet ihr im Einbau aber Festgasanschlüsse finden, deswegen sind in unseren Gaskochfeldern auch die Erdgasdüsen schon vormontiert. Sollte es jetzt ein Propangasanschluss sein, ein Flüssiggasanschluss sein, dann ist es ganz wichtig, dass wir die richtigen Düsensätze haben. Die richtigen Düsensätze findet ihr entweder in der Lüftungsfibel beim Gaskochfeld beschrieben, da geht es um den Gasdruck und es gibt verschiedene Gassätze bzw. Düsensätze. Wir müssen unbedingt darauf schauen, dass das der richtige Gasdüsensatz ist. Wenn ihr da nicht sicher seid, bitte den Gasinstallateur zu Rate ziehen, dass da wirklich die richtigen Düsen verbaut sind, dass mit der Gasdruck stimmt, damit das Flammenbild später stimmt. Ja? Sollte ihr jetzt in einer Situation sein, wo ihr Flüssiggasdüsen wechseln müsst, werde ich euch das jetzt kurz zeigen, wie wir das machen. Und ich zeige euch dann auch noch anhand unseres Konfigurationsmenüs, habe ich mir hier die richtige Seite ausgedruckt, wie wir das in den Einstellungen, in den GPU-Settings auf dem Knebel dann auch ändern. Die Düsensätze habe ich hier mir dazu geholt. Das ist ein Flüssiggasdüsensatz für unser Propangas, das ich hier verbaue, und ich werde euch jetzt dann gleich zeigen, wie wir diesen Düsensatz in das Gaskochfeld einbauen. Okay, dazu entfernen wir hier als erstes unseren Topfträger und den Brennerdeckel, lege ich mir zur Seite, den Brenneraufsatz entfernen, und jetzt kann man hier unten schon sehen, hier unten ist die Düse eingebaut, das kleine goldene Schräublein hier, das ist die Gasdüse. Und die werden wir jetzt tauschen. Dazu habe ich eine Simaratsche, setze die hier auf, mache mir die ein bisschen locker und dann kann man die ganz einfach mit der Hand schön rausdrehen und habe die Düse schon draußen, lege ich zur Seite, und ich habe mir jetzt hier schon vorbereitet meine Flüssiggasdüsen, sehen fast gleich aus, also man kann die mit freiem Auge fast nicht unterscheiden, und ihr seht jetzt hier drin 62 und 78, einmal großer Brenner, kleiner Brenner, und ich gebe es zu, das ist etwas klein da drauf geschrieben auf den Düsensatz, aber ich muss mir so ein bisschen weiter weghalten, dass ich es sehen kann, aber das ist jetzt der Düsensatz 78. Ich habe hier nämlich den großen Brenner offen und nehme jetzt also die 78er Düse und drehe die hier vorsichtig wieder rein, wo die andere gesessen hat. Nehme wieder meinen Simaratschen-Schlüssel und drehe die handfest bis sie an, dass sie sich nicht mehr lösen kann. Jo, und schon ist diese Düse getauscht. Setze jetzt nur noch wieder den Brenner ein und den Brennerdeckel aufsetzen, Brennerdeckel drauf und ganz zum Schluss noch den Topfträger, und schon haben wir diesen Düsensatz getauscht. Und das, was ich euch jetzt dann noch zeige, das ist die Einstellung der GPU-Settings im Knebel des Professional, weil ich muss dem Gerät auch sagen, dass ich jetzt diesen Düsensatz getauscht habe. Und hier seht ihr die Einstellungen, die wir vornehmen müssen. Werkseitig eingestellt, wie wir hier sehen, ist die Einstellung 0. Das ist, wie gesagt, Erdgas mit G20, G25, 20 Millibar Druck. Wenn ihr jetzt einen Flüssiggassatz habt, müssen wir jetzt schauen, was ist das für ein Flüssiggassatz, den ihr verwendet habt. Meistens ist es der G30 mit 29 Millibar bzw. 31 mit 37 Millibar. Dann müssen wir dann die GPU-Settings im Knebel auf 4 setzen. Diese Einstellung findet ihr in der Montageanleitung. Bitte da einfach kurz unter Menüpunkt Konfiguration GPU reinschauen. Ja, könnt ihr online bzw. über unsere Website, oder ihr schaut in der beigelegten Montageanleitung. Und wie das Ganze jetzt live funktioniert, das werde ich euch gleich zeigen. So, jetzt haben wir den richtigen Düsensatz bei unserem Gaskochfeld eingebaut, also die
30-Düse mit 29 Millibar und das werde ich jetzt im Konfigurationsmenü des Kochfeldes auch noch umstellen und zeige euch jetzt schnell, wie das geht. Dazu mache ich einen Long Touch auf den Knebelring bzw. auf die Touchfläche des Knebels, bis zweimal ein akustisches Signal ertönt, drehe jetzt den Knebel nach rechts und sehe jetzt im Knebel die Einstellung CE. Das ist die Gasdruckeinstellung unseres Gaskochfeldes. Ich bestätige das jetzt einmal und sehe im Display vorne eine 0 aufleuchten. Das ist die Einstellung für die Erdgasdüse. Jetzt drehe ich den Knebel einmal nach rechts und sehe die Einstellung 4. Das entspricht meiner Gasdüse, die ich eingesetzt habe, der G30 mit 29 Millibar. Bestätige das einmal und ich habe das Ganze schon umprogrammiert. Ich drehe jetzt den Knebel wieder bis End im Knebel steht, das ist das Ende des Configs-Menüs, bestätige das einmal mit einem kurzen Druck und schon habe ich die Einstellung im Gaskochfeld gemacht. Die zweite Einstellung, die es noch gäbe im Konfigurationsmenü vom Gaskochfeld, ist CF. Das ist die sogenannte Kennlinie der Gasflamme. Im Auslieferungszustand ist die Kennlinie B eingestellt, das ist die normale Kennlinie. Die Kennlinie bedeutet nur, dass wenn ein schlechter Einfluss vom Abzug ersichtlich wäre auf das Flammenbild, könnte ich das verändern. Ja? Kennlinie C wäre zum Beispiel ein leicht veränderter Gasdruck in der Düse bzw. Durchflussmenge und würde ein besseres Flammenbild ergeben. Im Regelfall braucht ihr das aber nicht einstellen, sondern nur eben die CE-Werte, also die richtigen Düsensätze. Ja, solltet ihr dazu Fragen haben, bitte bei uns im Kundenhelpdesk anrufen bzw. nochmal kurz in der Bedienungsanleitung, in der Montageanleitung nachlesen. Aber ich denke, es sollte euch nicht vor große Schwierigkeiten stellen. Dankeschön.